Hi ihr Lieben, heute kommt ein ganz besonderes Video, denn ganz viele von euch haben über das Jahr 2019 hinweg gefragt, Kiki, was benutzt du für eine Küchenmaschine? Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich diese hier seit Anfang des Jahres teste und ich habe mir jetzt meine Meinung gebildet und kann euch ausgiebig darüber informieren, was für Vorteile sie bringt. Das hier ist die Sage Bakery Boss und ich habe sie jetzt wirklich seit einem Jahr in Gebrauch in den Videos, aber auch außerhalb der Videos. Und was ich vorneweg sagen kann, für mich war es wichtig, eine Küchenmaschine zu haben, die leise ist, aber leistungsstark. Und das haben wir hier zu 100% erfüllt. Was mir persönlich jetzt noch ganz wichtig ist, bevor ich hier zu diesen Facts übergehe und euch erkläre, warum die Maschine gut ist oder warum auch nicht, das erfahrt ihr dann am Ende des Videos, möchte ich euch noch sagen, dieses Video ist nicht gesponsert, es ist alles selbstbezahlt und ich erhalte für keine meiner Aktionen Werbegeld von der Firma Sage, nur dass ihr das im Voraus wisst. Und jetzt gehen wir mal über zu den Fakten. Was kann sie? Wie sind so diese Eckdaten, die Zahlen? Das gucken wir uns jetzt einmal an. Meine Küchenmaschine hat sagenhafte 1200 Watt und was mir persönlich aber ganz wichtig ist, dass der Motor nicht überhitzt. Der Motor ist ein drehmomentstarker Motor, der hier innen verbaut ist und ich merke das vor allem, wenn ich zum Beispiel Teige, also vor allem schwere Sachen mixe oder wenn ich sehr lange mixe. Ich erinnere euch gerne an mein Chi-Köfte-Rezept, da habe ich ganze 96 Chi-Köfte in der Maschine geknetet, weil ich einfach keine Lust hatte, das Ganze zweimal zu kneten und zweimal 20 Minuten lang zu kneten. Ich glaube, auch das würde der schaffen, aber einmal 20 Minuten, die ganze Chi-Köfte-Masse, die hat er gepackt und das war für mich der Moment, wo ich dachte, Dankeschön, dass du mir die Arbeit erleichterst. Und noch ein Zusatz. Die Bakery Boss besitzt eine Load-Sensing-Technologie. Das heißt, falls ihr mal schwere Back- oder Rührteige habt, erkennt sie das automatisch an und passt die Geschwindigkeit so an, dass sie immer in der gleichen notwendigen Geschwindigkeit rührt. Außerdem hat die Maschine ein Motorschutzsystem. Was genau bedeutet das? Falls ihr jetzt, was ja wirklich passieren kann, einmal viel länger schlägt als vorgegeben und die Maschine läuft, dann kennt ihr das ja, wenn bei Kleingeräten wirklich mal der Motor überhitzt und dann läuft die Maschine gar nicht mehr, ihr müsstet zur Reparatur gehen, einfach nur unnötiger Stress. Das Motorschutzsystem ist einfach daher sinnvoll, dass es wirklich aufhört zu rühren, wenn es merkt, oh, gleich könnte der Motor durchbrennen, ich höre jetzt lieber auf und kühle etwas ab. Und das Tolle ist, nicht nur, dass eben ihr dieses Motorschutzsystem habt, ihr habt zusätzlich noch eine verlängerte Garantie, das heißt 5 Jahre Garantie auf den Motor. Was ich persönlich richtig cool fand, und das ist auch echt das Erste, was mir ins Auge gestochen ist, als ich die Maschine gekauft habe, ist der Timer. Ich liebe den Timer, weil manchmal ist es echt so, ich muss eine Eiermasse 8 Minuten schlagen oder eine Buttermasse 12 Minuten und dann habe ich den Timer, muss mir nicht extra auf dem Handy den Timer stellen oder immer wieder auf die Uhrzeit achten, sondern kann hier wirklich auf 8 Minuten zum Beispiel. Also ich drücke einfach die Pfeiltaste, gehe auf 8 Minuten hoch, mache die Maschine an und dann geht sie auch echt von alleine aus, macht einen ganz kleinen Piep und dann weiß ich, okay, ich muss wieder zur Maschine und die nächste Zutat reintun. Das, was wir immer benötigen, wenn die Maschine in Gebrauch ist, ist der Geschwindigkeitsregler. Hier habt ihr einmal den Off-Knopf, dann ist die Maschine ganz einfach nicht in Betrieb, aber schon an. Dann haben wir den Pause-Knopf, dann geht auch schon das Lichtlein an. Das ist auch so ein cooles Gimmick, was ihr noch zusätzlich habt. Ein Licht, dann könnt ihr eure Teige besser sehen, wenn eure Küche nicht so stark beleuchtet ist und könnt genau sehen, wie euer Teig bzw. eure Rührmasse gerade aussieht. Und dann unterscheiden wir zwischen 12 Geschwindigkeitsstufen. Ihr braucht je nachdem, was ihr macht, eine andere Geschwindigkeitsstufe. Macht ihr jetzt zum Beispiel Eischnee, dann nehmt ihr die höchste oder macht ihr nur einen Teig, einen Hefeteig, dann nehmt ihr Geschwindigkeitsstufe 1 bis 3 und so hat eben jedes Rezept seine eigene Stufe.
Kommen wir noch mal kurz zur Pausefunktion. Die finde ich persönlich deshalb so wichtig, weil ihr vor allem, wenn ihr zum Beispiel Backanfänger seid, aber auch bei Fortgeschrittenen, ihr die Zeit nicht mehr im Blick habt und denkt, oh mein Gott, wie lange habe ich jetzt diese Eier geschlagen? Sind sie jetzt schon fluffig genug? Dann seht ihr hier ganz genau, wie viele Minuten es sind. Geht auf Pause und nicht auf Off, auf Pause, denn dann wird die Zeit gestoppt, also angehalten. Und wenn ihr dann die weitere Zutat hinzufügt und weiter dreht, dann geht die Zahl wieder ganz normal hoch und nimmt seinen Lauf und geht eben nicht auf Null. Und was ich zum Beispiel mir manchmal denke, ich bin jetzt keine Mutter, aber bei Müttern, die zum Beispiel das Baby gerade füttern und denken, wie lange hat die jetzt schon geschlagen? Dann steht es alles hier drauf. Ihr müsst euch nicht noch Sachen im Hinterkopf merken, die Maschine erledigt das für euch. Kommen wir jetzt von den Geschwindigkeitsstufen einmal zum Gehäuse. Das hier ist keineswegs Plastik, sondern massives druckgegossenes Metall, also hochwertiges Edelstahl. Und hier am Motorkopf haben wir tatsächlich auch schon den Entriegelungsknopf. Das heißt, ihr drückt einmal, ich mache es gerne mit einer Hand, und dann könnt ihr die Maschine anheben und hier kommen dann die Kneteinsätze rein. Was ich euch jetzt noch sagen kann an Informationen, was für mich ziemlich wichtig ist, wenn ich sie jetzt zum Beispiel verschenke an meine Mutter oder wenn ihr sie an die Großmutter verschenkt, die Maschine ist wertig und schwer dementsprechend, es ist ja kein Plastik, aber eben, dass man sie mit einem Handgriff auf und zu bekommt, finde ich persönlich ist sehr, sehr wichtig, gerade für ältere Menschen, die dann eben nicht so viel Kraft haben, und falls sie dann doch noch ein bisschen Hilfe und Unterstützung brauchen, einfach hier oben den Griff anfassen und dann kann man so auch ganz einfach die Maschine bedienen und kippt nicht gleich mit dem ganzen Körper nach vorne und nach hinten. Jetzt kommen wir aber mal zu den Zubehörteilen der Bakery Boss, und zwar ist wohl das Allerwichtigste der Schneebesenaufsatz. Den benutze ich persönlich auch am allermeisten tatsächlich, und den gebt ihr jetzt einfach so rein, und das ist halt sehr gut geeignet für Baisermassen, für Rührteige, die besonders luftig sein sollen. Und das Geniale ist, dass wir hier ein Planetenrührwerk haben. Das heißt, ähnlich wie bei Konditoreien oder professionellen Patisserien dreht sich hier das Rührelement im und das Rührwerk gegen den Uhrzeigersinn. Also wird der ganze Inhalt der gesamten Schüssel gepackt. Hier haben wir jetzt den Knethaken, und den verwendet ihr am allerbesten für Hefeteige, wenn ihr mal wieder Brot backen möchtet, und dann am besten auch eine der niedrigen Stufen verwenden. Das ist für Hefeteig immer am allerbesten. Den Rührhaken am allerbesten für schwere Teige, wie zum Beispiel schwere Kuchenteige verwenden, wo die Eier nicht separat aufgeschlagen werden. Ihr könnt damit auch wunderbar Kartoffelpüree zum Beispiel machen, also wirklich alles, was sehr, sehr schwer ist. Das hier ist eines meiner persönlichen Highlights, wenn ich ganz ehrlich bin. Das verwende ich genauso oft wie den Schneebesenaufsatz. Und zwar ist das der Rührhaken mit Gummilippe. Und das Besondere daran ist, ihr kennt mich ja mittlerweile. Manchmal sage ich ja, hebt zum Beispiel die Baisermasse mit ganz viel Liebe und einem Teigschaber unter. Und das ist eben genau das, was ich meine. Das ist euer Teigschaber mit ganz viel Liebe. Ihr setzt ihn einfach auf, und wenn ihr dann die Baisermasse unterhebt, dann ganz einfach einfügen und ganz langsam rühren, und die Gummilippe sorgt dafür, dass ihr alles vom Rand auch einholt und nichts irgendwie am Rand kleben bleibt. Das gleiche Problem habt ihr bei Butter. Wenn ich sage Butter aufschlagen und ihr fangt zum Beispiel mit eurer alten Küchenmaschine an zu schlagen und ihr merkt, okay, es ist Butter am Rand, die wird gar nicht verarbeitet. Die Butter in der Mitte ist schon ganz hellcremig und die am Rand außen ist immer noch so gelblich, und dann nehmt ihr eben immer den Rührhaken mit der schönen Gummilippe. Im Lieferumfang sind übrigens 2 Schüsseln enthalten, und ich finde 2 Schüsseln auch immer ganz wichtig, denn manchmal braucht ihr eine für eine Baisermasse, also zum Eiweiß aufschlagen, und müsst dann direkt in der anderen Schüssel weitermachen. Daher perfekt, dass es 2 sind. Hier haben wir einmal eine Glasschüssel, das ist Borosilikatglas, das heißt, ihr könnt sie in die Spülmaschine tun, in die Mikrowelle, 4,7 Liter Fassungsvermögen, also mega top, darauf achte ich nämlich auch immer sehr. Und was ihr auch noch habt, ist eine Edelstahlschüssel, könnt ihr auch in die Spülmaschine geben für die einfache Reinigung. Das sind 3,8 Liter Fassungsvermögen. Ihr bekommt zusätzlich einen Spritzschutz mitgeliefert, das heißt, er dient nicht nur als Spritzschutz, sondern auch als Eingießhilfe oder Einschütthilfe, falls ihr mal Zucker oder Mehl einfach hier über die Öffnung mit dazugeben möchtet. Der passt sowohl auf die Glasschüssel als auch auf die Edelstahlschüssel.
Ein letztes Zubehörteil möchte ich euch jetzt präsentieren, und zwar ist das der Deckel. Vermutlich für euch nur ein gewöhnlicher Deckel, für mich aber sehr hilfreich, wenn ihr zum Beispiel Hefeteige knetet, Deckel drauf machen und direkt in der Schüssel ruhen lassen. Und ihr könnt den Deckel auch gerne auf die Edelstahlschüssel geben, das heißt auch wie beim Prinzip vorher mit dem Spritzschutz passt der Deckel auf beide Schüsseln. Und das Geniale ist, ihr bekommt im Set wirklich beide Schüsseln. Also nicht wie man es kennt, dass man nur eine Schüssel bekommt und sich die andere extra dazu bestellen muss, sondern es ist alles schon das, was ihr heute in diesem Video gesehen habt, im Paket mit dabei. Für mich nochmal ein riesen Pluspunkt, beide Schüsseln sowie diese 3 Rührelemente sind komplett spülmaschinen geeignet. Beim Schneebesenaufsatz rate ich euch, spült es lieber mit der Hand, damit ihr auch wirklich die Langlebigkeit habt. Für mich war das allerletzte K.O.-Kriterium die Lautstärke, denn ich hatte vorher eine Küchenmaschine, die war extrem laut, wenn sie auf der höchsten Stufe war, teilweise auch auf den Stufen drunter, und ich konnte mich in einem Raum nicht mit Hamza unterhalten. Also ich konnte mich mit meinem eigenen Mann, wenn wir im gleichen Raum waren und die Maschine einfach mal die Eier schlägt, nicht unterhalten und wir mussten uns anschreien, und das ist eben bei dieser Maschine nicht der Fall. Die ist deutlich leiser, auch auf der höchsten Stufe und mit einer deutlich besseren, meiner Meinung nach, einer deutlich besseren Leistungsstärke. Und jetzt möchte ich euch noch etwas sagen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, denn ihr wisst ja, dass auf meinen Schultern so ein bisschen der Druck lastet, dass wenn ich was zeige, der Zuschauer gleich denkt, okay, das Produkt ist gut, Kiki benutzt das, also ist dieses Produkt gut. Daher habe ich euch jetzt ein Jahr lang hingehalten und konnte euch ein Jahr lang keine Fragen beantworten zu, was ist das für eine Küchenmaschine, ist die gut, bist du zufrieden, wie heißt die, ich will sie unbedingt bestellen. Daher verzeiht es mir, dass ich euch jetzt ein bisschen hingehalten habe. Im Endeffekt muss ich sagen, die Maschine ist top, auch was Preis-Leistung angeht, was die Power angeht, die Lautstärke, die Zubehörteile. Ihr könnt sie gerne bei mir im Shop erwerben. Hier kommen wir auch schon zum nächsten Teil. Für mich ist es so, wenn ich was in meinem Shop aufnehme, dann muss es auch wirklich eine Top-Qualität haben und es muss auch sein Geld wert sein. Ich habe die Küchenmaschine jetzt in meinem Shop aufgenommen, stehe dafür mit meinem Gesicht. Das heißt, wenn sie irgendwie in irgendeiner Form schlecht wäre, dann fällt es alles auf mich zurück. Und deshalb könnt ihr euch sicher sein, diese Maschine ist wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. So, und jetzt möchte ich euch so langsam verabschieden. Ich bin dankbar dafür, dass ihr bis hierhin geschaut habt, und wenn ihr weitere Fragen habt, Kommentare, dann schreibt es mir noch gerne hier drunter, können wir uns auch gerne austauschen. Ich setze euch den Link zur Maschine auch in die Infobox, und ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Tschüss, eure Kiki!